Dieser Clip macht so keinen Sinn. Warum geht er nicht von unten? Wer hat letztes Mal Hallo gesagt? Du, ich hab's heute gecheckt. Also nicht dran. Hallo, wir sind Lea und Sönke und wir machen eine Weltreise. In unserem 4. Video geht es um Quebec und ein kleines Stückchen Ontario, aber darüber sprechen wir gleich. Wir sind in der 3. Woche unserer Kanada-Challenge, einmal durch das ganze Land zu trampen und haben es im letzten Video bis zur Grenze nach Quebec geschafft. Von da wurden wir uns erstmal von einem französischsprachigen Auto mitgenommen, wo Sönke gleich sein Französisch unter Beweis stellen konnte. Ja, der Typ hat uns dann nach Rivière-du-Loup gebracht. Da gibt es einen Fährhafen, wo die Fähre einmal über den St. Lorenz-Strom rüberfährt. Wir haben uns erst noch in der Stadt ein bisschen umgeschaut, haben Poutine gegessen, die erste von vielen, und sind dann zur Fähre gebracht worden, hatten aber noch ziemlich viel Zeit und haben uns dann noch in die Sonne gesetzt und ein bisschen gelesen und gechillt. Mit der Fähre ging es dann über den St. Lorenz-Strom, richtig? Ja. Während der Fährfahrt hat es dann angefangen zu regnen. Das heißt, als wir auf der Nordseite angekommen sind, hatten wir ein bisschen Druck, schnell einen Ride zu bekommen. Und haben uns schnell vor der Fähre postiert, Daumen rausgestreckt, und ein Glück, eins der Autos von der Fähre hat dann gehalten und uns netterweise mitgenommen. Wir wollten ursprünglich nach Tadoussac, ein Ort, der für den Waltourismus bekannt ist. Das Auto, was dann aber gehalten hat, da saßen 3 Menschen drin, die nach Saguenay wollten, was am Ende des Saguenay-Fjords liegt. Und da haben wir kurzerhand aufgrund des Drucks, den wir hatten durch den Regen, gesagt, dann fahren wir halt nach Saguenay mit. Stellte sich heraus, dass 3 Generationen im Auto da waren. Einmal die Großmutter, die Mutter und das 5-jährige Kind. Alle 3 sehr interessiert an unserer Reise und waren auch froh, uns aus dem Regen rausgeholt zu haben. Die Familie hatte einen indigenen Hintergrund. Sie kam vom Stamm der Innu. Das ist eine Volksgruppe, die im Norden Quebecs vor allen Dingen lebt. Und sie haben uns sehr viel über ihre Heimat erzählt, noch nördlicher, als wir da schon waren. Und auch der Junge hat sehr interessiert uns viele Sachen gefragt. Das war sehr cool mit denen. Wir wollten eigentlich dort zelten, aber da es nur 7 Grad angesagt wurde in der Nacht und wir nicht wirklich Winter ausgestattet sind, haben uns netterweise die Familie angeboten, bei denen im Wohnzimmer zu übernachten. Und dann sind wir kurzerhand doch bei denen eingezogen für eine Nacht. Ja. Besonders für uns war zu sehen, dass der kleine Junge, der erst 5 war, schon sehr viel selbstständiger erzogen wurde. Was man für Regeln hat bei uns, dass man um 6 Uhr im Bett sein muss und alles super geregelt und reglementiert ist, schien in der Familie nicht so der Fall. Gleichzeitig hat er aber super, super toll gehorcht und ist sofort hergekommen, wenn er gerufen wurde. Also wirklich eine andere Art an Erziehung, die wir da mitbekommen durften. Und die Großmutter hat uns dann auch netterweise eingeladen, sie mal besuchen zu kommen oben im Norden. Hoffentlich können wir das auch in einem der nächsten Trips dann machen. Am nächsten Tag sind wir dann mit 2 Rides nach Tadoussac gefahren. Dort haben wir dann eine kleine Wanderung gemacht. Leider haben wir es nirgendwo geschafft, unsere Backpacks abzugeben. Das heißt, wir mussten die mitnehmen, beziehungsweise haben sie hinter einem Baum versteckt und sind dann auf die Wanderung gegangen. Wurden eigentlich nicht geklaut. Und dann ging es weiter. Wir mussten mit der Fähre
noch einmal aus dem Ort rausfahren und sind von da wieder weitergetrampt. Uns hat uns wieder jemand von der Fähre mitgenommen, netterweise. Und zwar 2 Französinnen, die nach Montreal gefahren sind und auf dem Weg uns in Quebec rausgelassen haben, also in der Stadt Quebec. In Quebec hatten wir ursprünglich eine Übernachtungsmöglichkeit, die sich aber dann leider doch nicht ergeben hatte, sodass wir leider um 5 Uhr da rausgelassen wurden. Wir hatten noch ziemlich viel Hunger. Ich weiß noch, dass wir da erstmal ins Restaurant rennen mussten, um was zu essen, und haben uns dann mehr oder weniger erfolgreich an die Übernachtungsmöglichkeitssuche begeben. Ja. Bis 21 Uhr hatten wir aber noch keine Couchsurfing-Antworten bekommen und sind deswegen erstmal in die Innenstadt gegangen. Bei Sonnenuntergang und bei dunklem Ambiente sind wir dann erstmal durch die Altstadtgassen gegangen und haben uns das Château Frontenac angeschaut. Es war alles sehr schön angeleuchtet und die Altstadt ist dafür bekannt, dass sie wohl sehr europäisch aussieht, und dem können wir uns eigentlich anschließen. Und abends haben wir dann auch endlich gehabt und eine Zusage über Couchsurfing bekommen und sind dann bei einer untergekommen, die mit ihrem Partner ein bisschen außerhalb gelebt hat. Wir sind dort in die Wohnung abends rein, haben noch mit ihr reden können und haben dann dort in einem eigenen Zimmer schlafen können und mussten nicht irgendwo in der Dunkelheit und in der Kälte zelten. In der Stadt vor allem. Ja. Am nächsten Tag sind wir dann umgezogen zu einer anderen Couchsurferin, die auch super nett war. Und haben wir dann sogar noch 2 Nächte verbracht. Und dann sind wir in die Stadt. Ja, dann haben wir uns eigentlich das Gleiche nochmal angeguckt wie am Vortag, nur bei Tageslicht und noch ein paar mehr Sachen. Sind durch so einen Park. Über die Plana d'Abarams zu diesem Walk, dessen Name da jetzt steht. Über einen Boardwalk dann in die Innenstadt gegangen. Und haben uns da dann auf dem Marktplatz hingesetzt und uns alles genau angeguckt. Am Abend haben wir dann mit der Couchsurferin gekocht und sie hat uns auch richtig leckere Crepes noch zum Dessert gebacken. Und es war richtig lecker und richtig schön. Am nächsten Tag haben wir es uns dann ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wir hatten ja schon die ganzen Touri-Sachen abgehakt und sind dann ein bisschen entspannter nochmal durchgegangen. Erst habe ich mir, glaube ich, einen Haarschnitt machen lassen. Ja. Und dann sind wir nochmal mit einem größeren Weg eher am Hafen lang gegangen und einfach spaziert und Kaffee getrunken und hingesetzt und gelesen. Ja, genau. Es war sehr entspannt und sehr gut. Am nächsten Tag ging es dann wieder auf die Straße mit einem Ride direkt bis nach Montreal. Die 3 Stunden haben wir es geschafft, in die Stadt zu wechseln und sind dort auf unseren nächsten Couchsurfer gestoßen. Ja, er hieß JS und war sehr nett. Und hat in einer richtig coolen Wohnung gewohnt, mitten in so einem tollen Stadtviertel. Und da haben wir uns auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Ja, Montreal fanden wir wirklich sehr, sehr schön. Es hatte tolle Ausblicke, tolle Hochhäuser, eine ganz nette Altstadt.
einfach einen richtig coolen Vibe, der fast schon europäisch war durch diese vielen Fahrradfahrer, die offenen Gassen und die Cafés, in denen man einfach rumschlendern konnte und sich schön machen konnte. Ja. Am Abend waren wir dann noch mit JS im Park und haben Picknick gemacht. Und am nächsten Abend sind wir dann zu den Montreal Alouettes gefahren. Das ist ein Canadian Football Team. Kanada hat ihr eigenes Regelsystem im American Football. Und dort haben wir gesehen, wie das Heimteam leider verloren hat. Trotzdem war das eine tolle Stimmung und es war ein richtig cooles Stadion mit Blick. Und es war ein richtig spannendes Spiel, trotz der Niederlage. Den dritten Tag in Montreal haben wir dann aber wirklich nochmal entspannt. Es hatte auch geregnet und wir sind dann einfach zu Hause geblieben, haben nicht viel gemacht, haben ein Video geschnitten, gelesen und uns auf die nächsten Tage vorbereitet, denn da sollte es abgehen. Ja, am nächsten Tag hat uns dann das Hitchhiking-Glück ein bisschen verlassen, am Anfang zumindest. Wir sind mit der Metro zu einer Highway-Auffahrt gefahren. Es war super windig, ziemlich kalt und frisch durch den Wind. Und da standen wir dann 2 Stunden und es hat niemand angehalten, außer die Polizei. Wir wurden von der Polizei aufgesucht. Die haben uns wahrscheinlich beim Vorbeifahren gesehen, Blicklicht angemacht und dann mit uns eine kleine Unterhaltung geführt. Das Ding ist, dass in Quebec Hitchhiken bzw. das Stehen auf der Autobahn verboten ist. Man darf die Autobahn nicht betreten und es gibt auch überall Schilder bei den Auffahrten. Wir standen direkt vor so einem Schild und waren uns auch dessen bewusst. Deswegen haben wir auch nichts falsch gemacht und die Polizei hat nur einmal wissen wollen, ob wir schon länger da stehen, ob es uns gut geht, ob wir irgendwelche Probleme hätten und waren tatsächlich sehr interessiert, mehr daran interessiert, wie das Leben so in Deutschland ist und wie die deutschen Polizisten sind. Die sind auch alle ganz toll, haben wir gesagt. Und waren dann eigentlich super nett. Ich hatte sogar fast noch gefragt, ob sie uns weiterfahren. Dann haben die uns da wieder stehen lassen und sind wieder weg. Und nach 2 Stunden von Regen war es aber auch richtig kalt. Das war dann, glaube ich, auch unter 10 Grad. Und ich habe wirklich auch gefroren. Wenn man den Daumen die ganze Zeit so raushält, dann wird erst der Daumen kalt, dann wird die ganze Hand kalt. Und dann kann man ja auch nicht den Daumen tauschen, weil man kann ja nicht so trampen. Deswegen haben wir dann kurzerhand entschieden, dass wir uns erstmal aufwärmen. Und dann haben wir das erste Mal den Ort wechseln müssen, unerfolgreich da weggehen müssen. Ja. Genau, wir sind deswegen wieder in den Bus gestiegen, zu einem anderen Ort gefahren, wo wir uns mehr Chancen erhofft haben. Aber um uns erstmal aufzuwärmen, sind wir nochmal in Starbucks rein. Und wie es der Zufall so will, wurden wir da dann auf unsere Backpacks angesprochen von 2 netten Herrschaften. Und die haben uns dann sogar mitgenommen. Wir schienen anscheinend elendig auszusehen. Und glücklicherweise haben sie uns dann wirklich an einen guten Platz gebracht, auch noch viel weiter. Und dann waren wir praktisch auf dem Direkthighway bis nach Ottawa. Und ab da hat es dann auch gut geklappt. Wir sind dann kurz ein bisschen auf die Auffahrt gegangen und sind dann direkt mitgenommen worden für ein gutes Stück und dann noch einmal bis direkt in Ottawa, bis wir dann direkt vor den Museen standen. Ja. Wir wollten eigentlich viel früher in Ottawa sein und hatten auch eine Schlafmöglichkeit ein bisschen außerhalb. Und dadurch, dass wir so spät waren, und das auch wieder dann auf unserem Rückweg gewesen wäre nach Montreal, wo wir eigentlich gar nicht mehr hin wollten, haben wir dann auch wieder mal kurzerhand Probleme gehabt und noch in letzter Minute einen Couchsurfing-Host finden müssen. Das haben wir dann auch wieder in dieser Kälte da gemacht, ein paar Leute angeschrieben und haben uns dann Ottawa angeschaut.
Ja, es wurde schon langsam dunkel und wir haben die Stadt eigentlich mehr im Dunkeln dann gesehen als im Hellen. Aber viele haben uns empfohlen, die Stadt zu skippen. Deswegen, es war eigentlich ein ganz guter Kompromiss dann, denke ich, dass wir uns die Stadt dann ein bisschen noch für 3 Stunden im Dunkeln angeguckt haben. Ottawa ist ja die Hauptstadt Kanadas, fällt einem manchmal nicht auf, weil es da größere Städte gibt wie Toronto oder Vancouver oder Montreal. Ist aber Ottawa. Die liegt direkt zwischen Ontario und Quebec. Das waren ja früher die beiden großen Widersacher, die Franzosen gegen die Engländer. Und Ottawa wurde deswegen gewählt, um die praktisch zu einigen. Der nördliche Teil von Ottawa ist auch eine eigene Stadt, heißt Gatineau und ist in Quebec selber. Und wir haben dann auch in Gatineau übernachtet. In Ottawa sieht man das Parlamentsgebäude. Außerdem gibt es noch eine Spinne, die heißt Mammon. Der Rideau-Kanal, der im Winter dann zugefroren ist und eine ganz coole Schneise bildet, um darauf Eisskaten zu fahren. Viele Museen, die dann leider aber schon zu waren, als wir da waren. Und eine ganz coole Altstadt, durch die man auch durchgehen konnte. Dann sind wir abends noch mit einem komischen Bus nach Gatineau gefahren und waren dann bei unserem Couchsurfing-Host und haben dann noch abends mit dem ein bisschen geredet. Und dann musste er aber auch schlafen gehen, weil er am nächsten Tag arbeiten musste. So haben wir also eine Woche lang in Quebec und Ontario verbracht, beziehungsweise in Quebec und in Ottawa. Uns hat sehr gefallen. Es war eigentlich, glaube ich, besser, als wir es erwartet hatten. Es war anstrengend, immer auf Französisch zu reden. Viele Leute haben dann auch wirklich durchgezogen und wir mussten uns erst an den Akzent gewöhnen. Da gab es halt verschiedene Dialekte, die wir da hören mussten. Den französischen, den von den Indigenen und den, der in Quebec gesprochen wird. Und dann auch innerhalb Quebec nochmal verschiedene Dialekte, die man Und die Akadier. Lea hat oftmals auf der Rücksitzbank Vokabeln gelernt, während ich mich dann vorne abgestrampelt habe und versucht habe, alles zu verstehen und auch irgendwie wissen, was sagen zu können. Aber es hat eigentlich doch ganz gut geklappt. Ich glaube, wir wurden ganz gut durchgebracht. Ja. Und insgesamt war es noch einmal eine letzte Woche, in der wir ein bisschen mehr entspannen konnten, weil wir da uns so positioniert haben, dass wir in den kommenden Tagen einmal durch ganz Kanada trampen wollen. Denn das nächste richtige Ziel ist Edmonton, wo wir einen Freund von uns besuchen wollen. Und bis dahin sind es über 3000 Kilometer. Außerdem wartet da dann noch Hitchhiker's Hell auch auf uns, wo viele für mehrere Tage stecken bleiben. Wenn du so gelangweilt aussiehst, dann hält auch keiner an. Mal gucken, ob uns das auch passiert. Wer es nicht erwarten kann, zu hören, wie es uns ergangen ist. Wir haben tatsächlich schon einen Artikel auf unserer Webseite veröffentlicht, invaluablediary.com, wo wir schon über diese Route gesprochen haben. Wer keinen Bock hat, da jetzt hinzugehen, der kann sich einfach das nächste Video anschauen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal nach Quebec zu kommen und dann aber am liebsten während des Indian Summers, der so ungefähr Ende September startet oder Anfang Oktober. Und die Blätter dann ganz bunt sind und es bestimmt sehr schön aussieht. Okay, das war's dann erstmal. Tschüss. Das war komisch. Jetzt geht's los. Ja. Was? Nee, jetzt müssen wir normal schießen. Haben wir doch schon. Nee. Tschüss. Tschüss. Wirklich jetzt? Ja, jetzt wirklich.